Ich sehe jetzt nur einen, aber ich nehme an, dass das hier der Aktuator ist, der die Schubvektorsteuerung zumindest in einer Achse realisiert. Geht es ja hier rein, das wäre dann der Sauerstoff. Kann das sein? Chris, Micha, Silvan, Thorsten und ich waren bei ESA Aerospace in Ottobrunn bei München und konnten uns die Fertigung der Spektrum-Rakete anschauen. Bevor euch nächste Woche dann meine Episode über das deutsche Raketenstartup ESA Aerospace erwartet, kommt hier ein Leckerbissen für alle Triebwerksfans und alle, die mich mal richtig schwitzen sehen wollen. Ich hatte die Möglichkeit, einen frühen Prototypen des Aquila-Triebwerks aus nächster Nähe zu sehen und hatte die spontane Idee, dass ihr es bestimmt sehr unterhaltsam findet, wenn ich versuche, die Funktionen zu entschlüsseln, bevor uns ESA das Triebwerk erklärt hat. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht länger verpassen möchtest, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren, der Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Ein Traum wird wahr. Ich bin hier vor dem ersten Demonstrator Engine eigentlich von ESA Aerospace und ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster und ich versuche jetzt mal zu entschlüsseln, wie das Triebwerk funktioniert und wir werden dann nachträglich im Prinzip einblenden, wo ich überall Fehler gemacht habe. Ich fange, glaube ich, mal bei der Turbopumpe an, weil man dann am besten vielleicht alles andere entschlüsseln kann, weil die Turbopumpe, die ist ja so das Herz von einem Raketentriebwerk und der Zyklus ist ja ein offener Gasgeneratorzyklus und hier haben wir die Turbopumpe, also wirklich das Herz des Triebwerks und man sieht hier so dicke Anschlüsse und ich würde jetzt mal vermuten, dass der obere Eintritt, dass das Sauerstoff ist, das heißt, wir haben hier den flüssigen Sauerstoff, der hier in die Pumpe eintritt und dementsprechend müsste dann die andere Leitung, die hier runter geht und hier reingeht, das flüssige Propan sein. Und das heißt, wir haben eine Welle, das heißt eine Turbopumpe, die beide Betriebsmittel dann in die Engine drückt und angetrieben wird die von der Turbine, da kommt der Name her, also Turbopumpe und das wird wahrscheinlich dieser Teil sein. Das heißt, da ist eine Turbine drin, die wird angetrieben und über eine gemeinsame Welle wird dann sowohl die Treibstoffpumpe als auch die Oxidatorpumpe betrieben. Und wenn wir vom Sauerstoff hier den axialen Eintritt haben, dann werden wir da erstmal einen Inducer haben, also im Prinzip der dafür sorgt, dass durch den Druckabfall durch die Pumpe, dass wir da keine Gasblasen haben und wir dann irgendwie durch die Implosion von solchen Gasblasen das Bauteil beschädigen können. Und danach wird dann die eigentliche Pumpenstufe kommen und das ist dann ein Rad im Prinzip, was das Medium nach außen schleudert. Und das heißt, mit ganz, ganz hoher Drehzahl haben wir leider nicht gesagt, wie viel es genau ist, das ist ein Geheimnis. Aber durch diese Fliehkräfte wird das Medium nach außen geschleudert in diesen Ring rein und damit dann hier entlang gefördert. Und dann werden wir hier wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich ein Ventil sein, also das Hauptventil für den, ich schaue gerade, geht es ja hier rein, das wäre dann der Sauerstoff, kann das sein? Machen wir vielleicht erstmal das hier. Das hier wird wahrscheinlich die Vorverbrennung sein, also der Gasgenerator, wo wir einen kleinen Teil der Betriebsstoffe nehmen, um die Energie für die Turbine zu erzeugen. Das heißt, das Propan und der Sauerstoff kommen da in kleinen Teilen rein, werden da angezündet und durch die Ausdehnung des Gases haben wir dann Energie, die frei wird und dieses Gas können wir dann nutzen in dieser Turbine, um dann die Pumpe anzutreiben. Und dann das Abgas davon, nachdem das durch die Turbine durch ist, wird dann einfach hier offen nach außen gegeben. Deshalb auch der Name offener Gasgeneratorzyklus. Und jetzt schaue ich mal, also wir haben hier einen Weg. Ja, also wenn das hier das Propan wäre, dann würde das hier das Haupttreibstoffventil wahrscheinlich sein. Das heißt, das regelt im Prinzip, wie viel dann ins Triebwerk reingeht. Und das wird dann hier wahrscheinlich erstmal genutzt, um das Triebwerk zu kühlen. Das heißt, diese komplette Geometrie, also die Brennkammer und die Düsenerweiterung und der Düsenhals, die sind hohl. Und da wird der Treibstoff durchgegeben, weil der ist sehr, sehr kalt und der kühlt dann das Triebwerk. Das heißt, obwohl wir sehr, sehr heiße Temperaturen innerhalb des Triebwerks haben, wird durch diesen Treibstoff das Material gekühlt und kann dann diese großen Temperaturen überstehen. Normalerweise würde das Metall flüssig werden oder weich werden durch die große Hitze und durch diese Kühlung, durch den Treibstoff wird das eben verhindert. Und nachdem das durch die Kühlung im Prinzip durch ist, müsste es irgendwo dann in die Brennkammer kommen. Und die eigentliche Brennkammer, das ist dieser Teil und da oben drauf seht ihr
mit so Schrauben verschraubt. Da wird die Injection sein. Also da werden der Treibstoff und der Oxidator in die Brennkammer eingespritzt. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Prozess, weil desto besser man es hinkriegt, dass diese beiden Stoffe, der Sauerstoff und das Propan, dass sie sich mischen, desto besser wird meine Verbrennung. Und da kann ich richtig krass Effizienteres rausholen. Und das möchte ich sehr, sehr gut machen. Und deshalb wird das wahrscheinlich, wir haben uns die Einspritzung hier noch nicht angeguckt, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich das auch gar nicht so genau sehen kann, sondern dass das ein großes Geheimnis von ESA Aerospace ist, wie sie das dann insgeheim dann machen. Und vielleicht auch interessant hier, was hier aussieht wie so eine Kardanwelle, also das ist ein Kardangelenk, das kennt man vielleicht irgendwie so vom Bauernhof oder so. Und das ermöglicht halt eine Zwei-Achsen-Schwenkung. Und das heißt, ihr könnt euch vorstellen, alles was unterhalb davon ist, das ist um 2 Achsen schwenkbar und das ermöglicht, den Schub zu steuern. Und ich sehe jetzt nur einen, aber ich nehme an, dass das hier der Aktuator ist, der die Schubvektorsteuerung zumindest in einer Achse realisiert. Also das heißt, der im Prinzip das Triebwerk dann schwenkt und das, ja, wahrscheinlich wird es um 2 Achsen sein. Und das heißt, der Teil ist oben fest an der Rakete und der untere Teil mit Turbopumpe, der kann dann im Prinzip schwenken und der kann dann das Triebwerk steuern. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel ich hier falsch hatte. Schauen wir uns das mal an. Das war doch besser als erwartet. Hier nochmal der Hinweis, dass es ein sehr früher Prototyp war und das Triebwerk mittlerweile etwas anders aussieht und auch einige Funktionen sich verändert haben. Der auch die Hinweise wie kein Statement. Wie das Aquila-Triebwerk aussieht, wenn es feuert, das könnt ihr auf diesen Aufnahmen sehen. Ich kann es ja kaum erwarten, auch Bilder einer feurig startenden deutschen Orbitalrakete zu sehen. ESA plant übrigens weiter, Ende dieses Jahres seine Spectrum von der norwegischen Insel Andøya zu starten. Wie die Rakete aussieht, aber vor allem, was ESA ganz anders macht als zum Beispiel SpaceX, das schauen wir uns nächste Woche an. Manche unserer Kunden die fragen auch an und sagen, ich hätte gerne jedes Jahr 15 bis 20 Raketenstarts, um einfach die komplette Konstellation Jahr für Jahr auch quasi im Orbit zu behalten. Das heißt, genau dafür designen wir. Hier geht ein riesen Dankeschön an alle Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spendenmonitor unterstützen. Gerade diese Außeneinsätze, die sind nur möglich durch eure Unterstützung. Vielen, vielen Dank dafür. Als kleines Dankeschön bekommt ihr meine Videos vorab und ohne Werbung. #TeamSpace. Ja, wenn auch du Senkrechtstarter dabei helfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, findest du in der Videobeschreibung einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft oder zum Senkrechtstarter Patreon. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, den Daumen nach oben nicht vergessen. Freut euch auf eine unglaubliche Zukunft der Raumfahrt. Unser persönlicher Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.